Weiter geht es mit dem Hauptbad in dieser Wohnung. Es gibt ja 2 Bäder bzw. ein Bad und ein Gäste-WC. Und wir fangen heute mit dem Großen an. Hier gibt es tatsächlich eine richtig großzügige Dusche, aber auch eine Badewanne, das Waschbecken und wir haben hier wirklich viel Platz. Also das ist mal ein schönes, großzügiges Bad. Aber was hier schon drin war, sind die Fliesen. Also sowohl die Wandfliesen als auch die dunklen Bodenfliesen. Die waren hier schon drin, auch die Dusche und die ganzen Armaturen. Was ich hier aber doch ein bisschen verändert habe, darauf möchte ich heute eingehen. Und zwar, das war wirklich ein grau-anthrazit-weißes Bad. Sehr, sehr, sehr kühl. Wir haben ein bisschen mehr Wärme reingebracht, indem wir erst einmal diesen wundervollen Badezimmerunterschrank haben bauen lassen. Und der ist so großzügig, dass da wirklich der ganze Badbestand reinpasst und sogar noch ein bisschen Platz ist. Zusätzlich zu dem Möbelstück gibt es aus demselben Material auch hier dieses super ultra dünne Wandregal, was so ganz filigran daherkommt und weil es auch noch wandhängend ist, auch beim Putzen überhaupt nicht stört. Bei dem Badezimmerunterschrank achte ich auch immer drauf, dass sie wandhängend sind, weil es einfacher geht mit dem Putzen, ist ja auch wichtig. Und was ich auch hier machen lassen habe, aus demselben Material nochmal eine Ablage. Diese Ablage gab es vorher natürlich schon durch diese Fliese und durch die Konstruktion, aber indem man nochmal so eine Holzablage hier draufsetzt, kann man eben nochmal dieses warme Konzept aufgreifen. Außerdem hat unser Spiegel auch einen Holzrahmen. Darauf verzichten ja ganz viele Leute. Ist euch das mal aufgefallen? Man hat immer diese entweder Standardspiegel ohne Rahmen, ohne alles oder Spiegelschränke. Ich glaube, Spiegelschränke sind so mein persönlicher Horror. Ich habe ja so ein paar Einrichtungstraumata. Ich glaube, deswegen bin ich auch überhaupt Interior Designerin geworden, damit ich alle meine Traumata schön umgehen kann. Und bei mir gibt es einfach keine Spiegelschränke. Wir kriegen ja eh den ganzen Bestand unten schön in unseren Schrank rein. Warum also nochmal zusätzlich den oberen Raum einengen? So ein schlichter Spiegel wirkt viel großzügiger und auch viel moderner und schlichter. Ein Bad wirkt auch immer sehr elegant, wenn es aufgeräumt ist. So ein ganz kleiner Tipp am Rande. Also wenn man nicht alles vollstellt und seine ganzen Produkte vielleicht doch irgendwie im Schrank verstauen kann, dann wirkt es gleich viel cleaner und viel ruhiger. Und ich verzichte nie, aber wirklich nie auf Bilder im Bad. Also alle Videos, die ihr von mir gesehen habt, die ich selber eingerichtet habe, ihr werdet immer Bilder im Bad finden. Und hier haben wir so eine kleine Naturserie gehängt, weil wir hier auch mit verschiedenen Naturmaterialien gearbeitet haben. Wir haben hier in diesem Bad tatsächlich auf Echtholz verzichtet, was ich eigentlich schade finde. Ich setze sehr gerne Echtholz auch im Bad ein, weil Holz einfach ein natürliches Material ist und wenn es Feuchtigkeit aufnimmt, gibt es wieder auch ab. Und mit der Zeit entstehen ein paar Gebrauchsspuren. Ja, finde ich aber eigentlich ganz schön, weil es eben auch zeigt, dass das Material echt ist. In diesem Fall haben wir ein sehr haltbares Material, ein Schichtstoffplattenmaterial, aber es hat eine tolle Oberfläche, das muss man wirklich sagen, das haben sie ganz gut hingekriegt. Insofern habe ich mal ein Auge zugedrückt. Ich finde es immer schön, nicht nur ein bisschen Holzenergie in ein Bad reinzubringen, sondern auch mit echten Naturmaterialien das Ganze auch noch mal ein bisschen in die Höhe zu treiben, zum Beispiel mit Jute oder mit Korbgeflecht zu arbeiten. Das bringt einfach noch mal so eine gewisse natürliche Leichtigkeit oder so einen gewissen Boho-Schick auch mit rein, ohne zu klischeehaft zu werden. Hinter mir seht ihr auch die Bilderserie mit den Naturmotiven. Ich verzichte niemals, aber wirklich niemals auf Bilder im Bad. Ich finde, das gibt dem Bad immer noch mal so einen gewissen Galeriecharakter und ich finde auch ein Bad soll schick und toll aussehen. Es sollte nicht stiefmütterlich behandelt werden, sondern gleichwertig wie alle anderen Räume. Insofern, hier kann man wirklich viel machen. Also habt ruhig Mut, ein paar Bilder aufzuhängen und nicht euch mit so einem Sicherheitsgedanken, nee, das geht doch alles auf und wegen dem Dampf und so. Ein Bad ist keine Nasszelle, das denken immer viele. Nur die Dusche ist eine Nasszelle, aber das Bad an sich ist keine Nasszelle. Insofern kann man auch wunderbar Bilder hängen, tolle Objekte mit reinbringen und mit Holz arbeiten.
im Gästebad erwartet man ja meistens als Gast nicht so viel, außer dass es natürlich ein sauberes Bad ist. Ich finde, hier habt ihr so viel Potenzial, eure Gäste nochmal zu überraschen. Macht ruhig mit dem Gästebad etwas Unerwartetes oder auch mal ein bisschen mutiger werden, weil das ist so ein kleiner Raum, das kann man auch mal schnell verändern. Es ist nicht so viel Invest, aber die Wirkung ist wirklich 300%. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier mit einer Terrazzo-Tapete gearbeitet. Das ist wirklich nur eine Tapete, die habe ich jetzt bei Etsy gefunden und war jetzt auch nicht so teuer, aber sie bringt einen tollen Effekt hier rein und ich habe hier auf jeden Fall das Waschbecken verändert. Diese Neubauwohnungen haben ja alle immer diese Standardfliesen, meistens grau und auf dem Boden eine anthrazitfarbene Fliese. Hier hätte ich einen kleinen Tipp nochmal für euch, falls ihr gerade renoviert. Wenn ihr dunkle Fliesen nehmt, nehmt auf jeden Fall auch passend dazu die dunklen Fugen, weil mit diesen hellen Fugen sieht das immer nicht so schön aus. Also das ist so ein kleines Detail, worauf man achten kann. Waschbecken muss ich in ganz vielen Neubauwohnungen wirklich verändern, weil sie Standard-Waschbecken nehmen, das günstigste Waschbecken, was es so auf dem Markt gibt und alle Waschbecken sehen gleich aus. Ich finde, gerade in so einem süßen Bad kann man ein bisschen mehr Individualität reinbringen, zum Beispiel durch mal eine farbige Keramik, beziehungsweise in diesem Fall haben wir ein rosafarbenes Waschbecken gefunden. Das ist wirklich von Ikea. Und die Armaturen von Grohe, und zwar haben wir hier auf Roségold gesetzt, auf einen Bronzeton. Dadurch kommt auch nochmal eine gewisse Wärme rein. Und wir haben uns von unserem Tischler hier auch nochmal maßangefertigt ein Board bauen lassen, das auch nochmal als Stauraum dient, an das wir auch den WC-Rollenhalter montiert haben. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber die bringen schon unheimlich viel Wärme rein und natürlich nicht vergessen, auf die Bilder zu achten.